Hey, hey, da bin ich wieder. Heute teste ich diese Black Mask für euch. Dafür werde ich nicht direkt bezahlt, denn es wurde selbst gekauft. Aber wie immer, wenn mir Produkte gefallen, teile ich sie natürlich mit euch. Unten in der Infobox findet ihr dann wieder den Amazon-Link, damit ihr euch dieses Produkt auch selber kaufen könnt. Dafür kriege ich zwar eine kleine Provision, aber der Preis bleibt für euch gleich. Schauen wir uns doch mal die Inhaltsstoffe an. Wasser, Polyvinylalkohol, kurz PVA, ist ein thermoplastischer Kunststoff. Nicht toxisch und hat auch nichts mit Mikroplastik zu tun. Zudem ist es biologisch abbaubar. Activated Charcoal ist Aktivkohle. Propylene-Glycol hat seinen Ursprung in der Mineralölverarbeitung, was es für die Natur an sich nicht so gut ist. Die Hautverträglichkeit ist im Allgemeinen ganz gut und es fördert die Wirkstoffaufnahme. Glycerin ist eigentlich auch bekannt, das ist in ganz vielen Produkten drin. Es gilt als gesundheitlich unbedenklich, dennoch steht es häufig in der Kritik, da es die Haut austrocknen soll. Sea Salt Extract, auf Deutsch Meeresschlickextrakt, soll das Hautbild verfeinern, ist remineralisierend und beruhigend. Dann Lavendelöl soll das Wachstum der Hautzellen anregen, so wirkt es vorbeugend gegen Hautalterung, unterstützt aber auch Heilungsprozesse. Kaolin ist Tonerde, es bindet Talg stark an sich, sollte man nur nicht zu oft verwenden, da es die Haut austrocknen kann. Hydroxypropylmethylcellulose, was für ein schwieriges Wort, oder? Habe ich gerade noch so hingekriegt. Dieser Stoff ist vegan, wird sogar in der Lebensmittelindustrie verwendet und dient unter anderem auch als Verdickungsmittel. Whey Protein, zu Deutsch Molkenprotein, sorgt für eine feste Hautstruktur. Und der letzte Stoff, Phenoxyethanol, dient hier wahrscheinlich als Konservierungsmittel und steht leider in der Kritik, denn der Stoff ist nicht biologisch abbaubar. Es soll mittlerweile auch einen natürlichen Ersatzstoff geben. Es wäre jetzt natürlich schöner, wenn man auf diesen Stoff verzichten würde. Fazit, das Produkt scheint vegetarisch zumindest zu sein, also für Veganer ist das nichts, für die ganz Umweltbewussten leider auch nicht. Aber im Großen und Ganzen gibt es definitiv andere Produkte, die noch viel, viel schädlicher sind. Ich denke mal die meisten sogar, wenn man da die Inhaltsstoffe durchgeht. Was ich sehr positiv finde, dass hier ein paar Instrumente gleich mitgeliefert werden. Das ist zum einen dieser Spachtel oder dieser Silikonpinsel. Mit dem könnt ihr die Maske ganz gut auf euer Gesicht auftragen. Dieses Werkzeug hier wurde auch mitgeliefert. Was ich gleich dazu sagen möchte, ist es wirklich sehr scharf, also gut aufpassen. Regelmäßiges Desinfizieren ist auch ganz wichtig. Besonders diese Pinzette hier, die ich euch jetzt zeige, die finde ich sehr, sehr scharf. Man zwickt sich sehr leicht, aber dafür ist sie auch sehr genau. Mit den Schlaufen hier fährt man einfach über die Mitesser drüber und kann sie dann so entfernen. Diese hier benutze ich am häufigsten. Sie funktioniert bei mir einfach am besten. Ich denke, da ist auch jeder ein bisschen anders. Probiert euch da einfach aus. Zuerst reinige ich mein Gesicht, wie bei jeder anderen Maske auch. Es wird empfohlen, einen heißen Waschlappen noch für 3 Minuten aufs Gesicht zu legen, damit sich die Poren öffnen. Und dann trage ich die Maske mit dem Silikonpinsel auf.
Also es ist jetzt kurz nach dem Auftragen und es fängt echt schon an zu trocknen, was ich ziemlich cool finde. Ich lasse es jetzt mal trocknen und dann sehen wir uns gleich. Es ist auf jeden Fall so, dass ich nicht so viel im Gesicht vertrage, von daher bin ich ein gutes Opfer, um das mal auszuprobieren. Bis jetzt bin ich auch wirklich begeistert, es brennt nicht, es spannt nur, wie jede andere Maske auch und ja, es sieht vor allen Dingen lustig aus, oder? Oh mein Gott. Es sind jetzt circa 20 Minuten vergangen. Die Maske ist trocken. Das hört man auch. Tut auch ein bisschen weh, wenn ich hier so drüber streiche. Okay. Jetzt muss ich nur noch einen Anfang finden. Irgendwo hier. Kann er noch echt. Ah. Wenn ihr aus Versehen mal mit der Maske in die Augenbrauen oder in andere Haare reinkommt, ist das überhaupt kein Problem. Ihr könnt es super leicht abwaschen. Ah, es geht. Aua. Aua. Also hier bin ich auch in die Haare reingekommen. Das werde ich wahrscheinlich auch etwas eher abwaschen. Aber das ist nicht schlimm. Hier tut's weh. Ja.
das lasse ich dran. Es glänzt so schön, ha? Oh mein Gott. Au. Okay. Ah. Ich hätte wahrscheinlich gar nicht so weit hochgehen sollen, sondern wirklich nur bis hier eventuell. Dann tut es auch nicht so weh. Okay. Das ein oder andere Haar ist auch draufgegangen. Komisch, hier tut es gar nicht. Gar nicht weh. Da tut es schon weh. Also die Haut fühlt sich wirklich super weich an. Es brennt überhaupt nichts. Und bei mir ist es wirklich so, dass ich ganz, ganz wenige Masken nur vertrage. Bei der Maske ist es wirklich okay. Ja. Ich werde mir den Rest hier noch abrubbeln oder abwaschen. Und ja. Also wenn man auch mal den Anfang hier gefunden hat, dann geht die Maske recht leicht ab. An gewissen Stellen tut es ein bisschen mehr weh. Dann würde ich vielleicht noch ein bisschen größer aussparen. Ja, aber im Großen und Ganzen bin ich wirklich zufrieden. Wie gesagt, es holt auch einiges raus aus den Poren. Ja, würde ich wieder kaufen.